Du bist die Nichte von Frau Kepler. Du bist Natalie. Ja, leider bin ich doch nur ein Dienstbotenkind. Kein Wunder, dass ich dir nicht bekannt vorgekommen bin. Warum bist du so grausam? Du hast ja jetzt erreicht, was du wolltest. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Die Einzige, die abreist, bist du. Und zwar sofort. Du bist hier nicht mehr länger erwünscht. Was ist denn hier los, um Himmels Willen? Und? Willst du deinem Mann nicht sagen, worüber wir streiten? Es ist schließlich nicht meine Aufgabe, ihm zu erklären, dass du... Halt dich daraus! Unter diesen Umständen gibt es für mich nur eins. Ich reise noch heute zurück nach Paris. Ich bitte dich, Constance. Meinst du nicht, dass ihr... Cécile lässt mir keine andere Wahl. Allerdings hielte ich es noch immer für angebracht, wenn du mich nach Paris begleiten würdest. Cécile, willst du mir nicht endlich erklären, was zwischen euch vorgefallen ist? Verarschen kann ich mich selbst. Gib dazu, dass du es genießt, mich so am Boden zu sehen. Nein, das habe ich nicht gewollt. Deswegen stößt du auf der Verhaftung auch mit Champagner an. Du wolltest meinen Vater doch schon lange ins Gefängnis bringen. Jetzt hat es deine Mutter geschafft. Also herzlichen Glückwunsch. Erstickt an eurem Triumph. Warte, Vanessa, ich will dir wirklich helfen, ja, bitte. Mit noch einer Falschaussage gegen meinen Vater, um ganz sicher zu gehen? Hey, komm, ganz ruhig, lass uns gehen und reden. Du kommst alleine im Supermarkt klar. Es geht immer noch um unseren Streit in Paris. Sie versteht einfach nicht, warum ich im Moment kein Kind kriegen will. Sie glaubt, ein Kind würde uns beiden gut tun. Und warum sollst du dann mit ihr nach Paris fahren? Ich meine, ihr müsste doch auch klar sein, dass ein Kind eine Entscheidung zwischen uns beiden ist. Du kennst doch meine Mutter. Sie weiß immer am besten, was für ihre Tochter das Richtige ist. Willst du sie wirklich so vom Schloss gehen lassen? Ohne dich mit ihr zu versöhnen? Sie will es doch so. Und ich ertrag's einfach nicht mehr. Ach, und dann bist du von Argentinien nach Madrid. Für 2 Jährchen und anschließend nach Barcelona. Mensch, da bist du ja ganz schön rumgekommen. Ja, was meinst du, warum ich Dolmetscherin werden wollte? Außerdem warst du doch auch in Harvard und danach in Chicago. Ich sehe schon, deine Tante hat dich wohl immer auf dem neuesten Stand gehalten. Natürlich nicht in allen Details. Aber dass du geheiratet hast, hat Elke mir schon verraten. Weiß ja immer noch alles besser. Ansgar, daran kannst du dich erinnern? Lass uns später in der Küche darüber quatschen. Wie früher, wenn wir heimlich die Vorratskammer geplündert haben. Oder ans Grab hängen wollen. Warte, du ahnst nicht, wer zu Besuch gekommen ist. Natalie. Willkommen auf Königsbrunn. Wurde auch Zeit, dass ich mal wieder vorbeischaue. Ja, wie lange haben wir uns nicht gesehen? 8 Jahre? 8 Jahre. Du, damals warst du noch ein Teenager und jetzt? Lass dich anschauen. Ja, hat sich ganz schön verändert, hm? Frau Kepler, würden Sie bitte die Abreise von meiner Schwiegermutter vorbereiten? Sehr gern. Ja, Cécile, meine Frau, wird sich sehr freuen, dich kennenzulernen. Ja, ich bin auch schon gespannt drauf. Hier hat sich in letzter Zeit einiges geändert. Ja, aber bestimmt ist auch einiges beim Alten geblieben. Felix hat ihn schon immer gehasst. Egal was passiert ist, mein Dad war schuld. Deswegen habt ihr euch getrennt. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann bringt Felix Mutter auch noch den Vater in den Knast. Und Felix findet es auch noch witzig, mir das unter die Nase zu reiben. Weißt du, manchmal, da kann er so fies sein. Mal ehrlich, ich glaube, Felix hat das ernst gemeint mit seiner Entschuldigung. Der
Wenn es nach Felix geht, dann kommt mein Dad nie wieder raus. Er kommt schon wieder raus. Bestimmt klärt sich die Sache bald auf. Und was Felix angeht, er hat dir seine Hilfe angeboten. Warum nimmst du sie nicht an? Gib ihm eine Chance. Was hast du zu verlieren? Ja, vielleicht hast du recht. Mal sehen, ob er einmal dazu steht, was er sagt. Hallo? Du? Freiwillig in der Küche? Hier hat sich wirklich viel verändert. Ja, oder du hast mich falsch eingeschätzt. Da gab's nicht viel einzuschätzen. Du hast mich ja vorhin ganz schön auflaufen lassen, im Schneiders. Weil ich mich nicht direkt zu erkennen gegeben habe. Du bist doch nicht etwa beleidigt. Das passt gar nicht zu dir. Außerdem hätte ich dazu viel mehr Grund. Immerhin habe ich dich auf den ersten Blick wiedererkannt. Ja, ich habe mich ja seit damals auch nicht so sehr verändert wie du. Sehr zum Positiven übrigens. Sag lieber, du hast mich damals so gut es ging übersehen. Für dich war ich doch höchstens die Freundin deiner jüngeren Geschwister. Naja, du hattest damals eine Zahnspange und... War ziemlich pummelig. Ja, jetzt musst du dir wohl neue Spitznamen für mich ausdenken. Nein, ich weiß die alten sowieso gar nicht mehr. Ich schon. Deshalb fand ich es vorhin auch ganz besonders amüsant, dass du mich auf einmal sogar anflirtest. Frau Kepler, der Wein ist fürs Essen okay. Sollte allerdings noch etwas atmen. Ansgar in der Küche? Ich bedauere aufrichtig, dass du uns schon verlässt. Meine Tochter lässt mir keine andere Wahl. Ja, dann lasse ich euch mal allein. Ja. Man sollte nie im Streit auseinandergehen. Johannes ist ein wunderbarer Mann. Du hast alles, wovon andere Frauen sonst nur träumen können, und setzt es aufs Spiel durch eine einfältige Geschmacklosigkeit. Ich sag's dir noch einmal. Ich habe keine Affäre mit Leonhard. Doch, mit wem denn sonst? Das geht dich gar nichts an. Es war schon ein Fehler, überhaupt mit dir darüber zu reden. Hast du eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, dass du durch dein egoistisches Verhalten deine ganze Familie ins Unglück stürzt? Ich hab das so satt. Halt dich endlich raus aus meinem Leben. In welchem Ton sprichst du eigentlich mit deiner Mutter? Ich weiß gar nicht, was ich deinem Vater erzählen soll. Lass Papa mit deinen Geschichten in Ruhe. Und mich auch. Ich will dich hier nie wiedersehen. Du weißt nicht, was du sagst. Dankeschön. Von Ansgar hast du fast nie was geschrieben. Hat er eigentlich eine Freundin? Ich meine, momentan? Tanja von Anstetten. Ich bin mir sicher, das Einzige, was sie interessiert, ist sein Geld und der noble Wohnsitz. Aber Ansgar durchschaut sie doch bestimmt. Es scheint ihm wenig auszumachen. Meinst du, er ist so sehr in sie verliebt? Ansgar? Den habe ich noch nie ernsthaft verliebt gesehen. Ja, und wieso wohnt sie dann hier? Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Ich frage mich, woher du überhaupt so viel weißt. Natalie. Ich bin schon so lange hier auf dem Schloss. Ich kenne meine Pappenheimer. Die habe ich da früher auch alles an der Nasenspitze angesehen. Zum Beispiel, wie verliebt du in Ansgar warst? Oh, erinnere mich bloß nicht daran. Es war so dermaßen peinlich. Hoffentlich haben dich die Flirtversuche des jungen Grafen nicht auf dumme Gedanken gebracht. Keine Bange. Die Verirrung bin ich schon so lange los wie meine Zahnspange. Zum Glück. Und? Konntet ihr euch noch aussprechen? Nein. Meine Mutter hat sich schon immer in mein Leben eingemischt. Diesmal ist sie zu weit gegangen. Cecile, du weißt, du kannst mir alles sagen? Das mache ich doch. Cecile, ich kenne deine Mutter ja nun auch schon eine Weile. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie uns mit aller Gewalt ein Kind aufdrängen will. Was willst du damit sagen? Dass ich dich anlüge? Es mag sein, dass du mich in der derzeitigen Situation nicht auch noch mit deinen Problemen belasten willst. Allerdings wäre es mir natürlich lieber,
Du würdest dich mir anvertrauen. Du bist es doch, der mir nicht mehr vertraut. Ja, bitte. Jetzt nicht, Viktor. Ihre Tochter Carla, sie sagt, es sei wichtig. Danke. Carla? Ja, was gibt es denn so Wichtiges? Ja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ja, ich muss in die Holding. Du bist nicht offen zu mir, Cecile. Und um ehrlich zu sein, es verletzt mich. Es verletzt mich sehr. Vanessa, Felix, hast du das eben ernst gemeint? Dir tut es wirklich leid, dass mein Dad im Gefängnis sitzt? es geht mir eher um dich. Vanessa, ich würde dir wirklich gerne helfen. Brauchst du vielleicht Geld oder... Auf dein Geld kann ich verzichten. Felix, ihr habt meinen Vater am Boden gesehen und euren Spaß gehabt. Das muss reichen. Sag deiner Mutter, sie soll ihre Falschaussage zurücknehmen und meinem Vater sein Alibi geben. Ja. Was willst du denn hier? Hast du nichts zu tun? Ich habe gleich eine Besprechung. Mit dir und Vater. Wie schön. Davon erfahre ich natürlich als Letzter. Du weißt ja bereits, dass ich auch in die Bank einsteigen will. Und jetzt, wo du auf die Unterstützung von Bernd verzichten musst, ist natürlich der beste Zeitpunkt. Ja, ich halte es für eine gute Idee, wenn Carla hier Erfahrungen sammelt. Ach du, ich habe morgen einen Termin mit Herrn Richter. Wie wär's, wenn du ihn selbst gleich direkt übernimmst? Sehr gern. Vater, ich finde, besonders jetzt nach dieser Hausdurchsuchung, sollten wir Seriosität beweisen. Willst du wirklich unseren besten Kunden mit einer, mit Verlaub, Anfängerin verhandeln lassen? Ach, dann willst du Herrn Richter erklären, wem wir die Hausdurchsuchung zu verdanken haben. Du kannst froh sein, dass du noch auf freiem Fuß bist. Komm, Carla. Ah, Tanja. Tanja, ich habe jetzt wirklich gerade keine Lust. Warte mal, du könntest mir mit einer Information helfen. Ja. Wie hieß noch dieser schmierige Paparazzo? Schmidt, genau, Daniel Schmidt. Mhm. Ja, bitte. Leonhard, bist du verrückt? Ich musste dich einfach sehen. Was ist los? Johannes vertraut mir nicht mehr. Hat deine Mutter irgendwas verraten? Nein, sie ist vorher abgereist. Und ich hoffe auch, sie kommt nie wieder. Hey, wir müssen jetzt die Nerven behalten. Und uns eventuell was überlegen, dass Johannes dir wieder glaubt. Halt mich mal fest. Wir schaffen das schon. Er kann jeden Augenblick zurück sein. Es ist besser, du gehst jetzt. Ist dir eigentlich klar, was du von mir verlangst? Jetzt soll ich meine Mutter zu einer Falschaussage drängen. Im Gegenteil. Sie soll einfach die Wahrheit sagen. Mein Dad ist kein Mörder. Weißt du, Bernd ist auch einfach zu dämlich, ausgerechnet Silvia als Alibi-Zeugin anzugeben. Da hätte er sich echt was Besseres einfallen lassen sollen. Du weißt genau, dass es stimmt. Ich glaube meiner Mutter. Deine Mutter hat nur auf die Gelegenheit gewartet, sich an meinem Dad zu rächen. Dein Dad hat meine gesamte Familie zerstört.
Das stimmt nicht. Er hat Beatrice und meinen Vater auf dem Gewissen. Ich kann es nicht mehr hören. Felix, kannst du dir überhaupt vorstellen, wie ich mich fühle? Ich liebe meinen Dad. Und jetzt muss ich mit ansehen, wie er im Gefängnis vor die Hunde geht. Es gibt Gerüchte, dass der Laden nach Frau Schneiders Ausscheiden an Niveau verloren hat. Dazu werde ich Ihnen ganz bestimmt nichts sagen. Trifft es denn zu, dass sich Frau Schneider mit dem Ausbau des Bistros finanziell übernommen hat? Haben Sie nicht gehört? Von mir erfahren Sie nichts. Ein Espresso, bitte. Gerne. Graf Lahnstein, na, das nenne ich einen Glücksfall. Daniel Schmidt vom Westfalen-Anzeiger. Sollte ich Sie kennen? Ja, eigentlich schon. Ich bin doch quasi ein Vertrauter Ihrer Familie. Deshalb mal ganz unter uns. Sagen Sie, Ihr Schwager Bernd hat ein Schwarzgelddelikt gestanden und steht unter Mordverdacht? In diese Schwarzgeldaffäre soll auch in besonderem Maße Ihre Schwester Carla verwickelt sein. Wer sagt denn sowas? Sie müssen verstehen, dass ich meine Quelle hier nicht preisgeben kann. Sagen wir mal, mir wurde ein entsprechendes Dossier mit vertraulichen Unterlagen zugespielt. Anonym. Als seriöser Journalist werden Sie natürlich wissen, wie Sie mit solchen anonymen Dossiers umzugehen haben. Ja, deshalb gebe ich Ihnen jetzt Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Ich werde in keiner Weise zulassen, dass Sie den Namen meiner Schwester in den Schmutz ziehen. Ach, in den Schmutz ziehen. Also bitte, ich bin nur der Wahrheit verpflichtet. Wie gesagt, ein gedrucktes Wort über Carla und ich leite rechtliche Schritte ein. Ich lasse mir gar nichts sagen. Auch nicht von Ihnen. In unserem Land herrscht immer noch Pressefreiheit. Einen Schmierfinken wie den sollten Sie lieber nicht reizen. Sie meinen, er könnte jetzt erst recht das drucken, was ich ihm verboten habe? Ich denke schon. Das wäre ja nicht auszudenken. Ich habe ja schon länger gemerkt, dass zwischen dir und Vanessa irgendwas abgeht. Aber dass es gleich so tief sitzt, hätte ich nicht gedacht. Dabei hat das eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Ihr Vater ist einfach ein riesen Arschloch. Vanessa kann da nichts für, ist mir auch klar. Ich weiß genau, wie sie sich jetzt fühlt. Allein und ohne Eltern. Ob du es glaubst oder nicht, ich gäbe was drum, wenn ich ihr helfen könnte irgendwie. Sie tut dir wirklich leid, ja? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich mir auch nicht. Cecile? Was ist denn los, Cecile? Ich liebe dich. Bin froh, dass du da bist. Ich liebe dich auch. Du hast geträumt. Alles wird gut, hm? Und der Streit mit deiner Mutter klärt sich auch. Ganz bestimmt, hm? So. Oh, entschuldigt mich bitte. Ich gehe mal nach oben zum Frühstücksbuffet, damit da nichts schief läuft. Früher haben wir immer zusammen hier unten gegessen. Und mit Leonard gekocht. Das glaube ich nicht. Was gibt's denn? Schwarzgeldaffäre und Mord. Was wusste Carla von Lahnstein? Gegen den ausdrücklichen Willen ihrer Familie führte die Tochter des Grafen den mutmaßlichen Geldwäscher und Mörder Bernd von Beinbach in Schloss und Firma ein. Das war Ansgar. Du glaubst, er steckt dahinter? Na klar. Deswegen hat auch gerade der Kunde bei mir abgesagt. Ansgar will mit aller Macht verhindern, dass ich seinen Platz in der Holding einnehme. Wie ich dich kenne, lässt dir das doch wohl nicht gefallen, oder?
Zeig ihm, dass er das mit dir nicht machen kann. Morgen. Morgen. Wenn ihr mich sucht, ich bin im Büro. Ach, Frau Kepler, wie sehen eigentlich die weiteren Pläne Ihrer Nichte aus? Sie wissen doch, Nathalie ist da immer sehr spontan. Vielleicht finde ich ja noch die Zeit, mich mit ihr zu unterhalten. Willst du deine Mutter nicht wenigstens kurz anrufen? Nein, ich bin froh, dass sie abgereist ist. Und es ging zwischen euch wirklich nur um unseren Kinderwunsch? Das habe ich doch schon gesagt. Das musste ja so kommen. Wie konnte ich nur hoffen, dass diese unsägliche Angelegenheit nicht an die Öffentlichkeit gelangt? Das wird sich schon alles klären. Ansgar, Schwesterchen, glaubst du wirklich, auf diese billige Art und Weise wirst du mich los? müsste ich wissen, worüber du dich so aufregst? Ich weiß zwar nicht, was ich damit zu tun haben soll, aber dein Kampfgeist gefällt mir. Na, wie es scheint, wirst du ihn ja auch brauchen. Den werde ich so schnell noch nicht verlieren mit einer guten Freundin an meiner Seite. Vergiss nicht, Carla hat schon als Kind immer gewusst, wie sie sich gegen ihren großen Bruder durchsetzt. Die Polizei. Die Affäre um meinen feinen Herrn Schwiegersohn raubt mir langsam den letzten Nerv. Danke. Von Lahnstein. Ja, sie ist meine Frau. Ich verstehe. Ja. Ja. Und wo? Ja, danke. Wiederhören. Was ist denn los? Cecile, deine Eltern hatten einen schweren Autounfall. Und sie schwimmen in Lebensgefahr. Und so geht es weiter. Ich weiß, es ist jetzt nicht der richtige Augenblick, aber es ist wirklich wichtig für mich. Traust du Ansgar zu, dass der Vater die DVD zugespielt hat? Was sagen Sie dazu? Auf den Spuren der Monstermädchen, ein Exklusivbericht von der Andere Seite. Schwarzgeldaffäre und Mord. Was wusste Carla von Lahnstein?